Guten Tag, heute zeige ich Ihnen den Passwortmanager aus der Sicht der Nutzer, aber auch aus der Sicht der Administration. Ich starte zuerst aus der Sicht der Administration und dazu habe ich mich einmal eingeloggt auf einem Administrationsaccount eines Zentrums der Corevas, also unseres Unternehmens. Und Sie sehen, dass ich das Dispatch Center, nämlich der Corevas, hier entsprechend bearbeiten kann. Und wir haben hier eine neue Funktionsbox, die nennt sich Authentifizierung. Und hier können Sie Ihre Passwortregeln festlegen, als Administrator, als Administratorin. Sie können die Mindestlänge festlegen, 8, 10, 12 Zeichen zum Beispiel. Sie können festlegen, dass eine gemischte Groß- und Kleinschreibung erfolgen muss, Sonderzeichen da sind, Ziffern vorhanden sind. Sie können auch festlegen, dass das Passwort nicht mit dem zuletzt verwendeten identisch sein darf, und Sie können eine Gültigkeitsdauer ebenfalls festlegen. Wichtig: Ihre Anwender und Anwenderinnen Ihres Zentrums werden circa eine Woche vorher, also vor Ablauf des Passworts, informiert, dass Sie Ihr Passwort wieder ändern. Wichtig: die Passwortrichtlinie auch speichern. Nun würde ich mal auf die Benutzer gehen, und auch die Benutzer kann ich noch bezüglich der Passwortvergabe entsprechend einrichten. Denn auch hier kann eine Passwortvergabe für den Nutzer erfolgen in Form eines Passwortes, das Sie als Administratoren festlegen. Sie können hier auch entscheiden, ob die Nutzer überhaupt das Passwort selbst überhaupt einmal ändern dürfen. Das sollte vermieden werden, wenn zum Beispiel Gruppenaccounts existieren. Denn sollte dann ein Nutzer das Passwort ändern, dann wüssten die anderen Nutzer das ja nicht. Deswegen mache ich das hier mal aus. Aber ich würde es einfach mal anlassen, weil ich Ihnen später auch signalisiere und zeige, wie das Ganze funktioniert, wenn Sie das Passwort ändern dürfen. Sie können aber auch entscheiden, dass Sie Nutzer gar nicht entsprechend anlegen bezüglich des Passworts, sondern dass Sie die Nutzer zur eigenen Passwortvergabe überhaupt einladen möchten. Wichtig: Wenn Sie das Ganze geändert haben, dass Sie die Änderungen auch speichern dann. Das war die Administration, und jetzt gehen wir mal zu den Nutzern. Dazu öffne ich die URL, um mich entsprechend einzuloggen. Sie sehen hier bereits, ich habe meine E-Mail-Adresse eingegeben. Nun habe ich das Passwort vergessen und kann nun die Passwort-Vergessen-Funktion nutzen. Hierzu würde ich einfach meine E-Mail-Adresse eingeben, das Passwort zurückklicken und bekomme diese Information, dass ich eben eine Mail bekommen habe, um mein Passwort selbst zurückzusetzen. Sollten Sie Probleme mit dieser Funktion haben, so wenden Sie sich gerne auch direkt an uns unter support@emergency-eye.de. Ich würde nun aber mal in meinen E-Mails schauen, ob ich denn eine entsprechende Information erhalten habe. Jawohl, da ist sie schon. Handlung erforderlich. Ich werde aufgefordert, einen Link zu klicken, um mir ein eigenes Passwort zu vergeben. Und Sie sehen schon die Anforderungen entsprechend der Password Policy, die von der Administration festgelegt wurden. Ich würde das nun einmal bedienen. Sie sehen, dass während ich das bediene, die entsprechenden Boxen hier auch bestätigt werden, dass ich also ein gültiges Passwort entsprechend der Policy hier versuche zu vergeben. Sie sehen, ich habe mich hier wohl vertippt. Das würde ich nochmal durchführen. Und Sie sehen, nun war es gültig. Ich kann nun entsprechend das Passwort ändern und kann mich nun wieder auf der Plattform erfolgreich einloggen. Sollte der oder die Administratorin im Administrationsaccount festgelegt haben, dass das Passwort von mir selbst nicht geändert werden darf, dann werden Sie entsprechend in der Oberfläche bei dem Versuch, das Passwort zurückzusetzen, zwar den Passwortmanager anstoßen können. Das werde ich hier einmal tun. Sie werden als Nutzer dann auch eine entsprechende E-Mail bekommen. Allerdings werden Sie hier informiert, dass Sie Ihr Passwort selbst nicht zurücksetzen dürfen und dass Sie sich bitte an Ihre Administration wenden. Das war nun der Passwortmanager, und bei Fragen bitte gerne an uns unter support@emergency-eye.de. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.